Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich habe das Video von einem Kollegen von YoBoy bekommen. Wir sehen in dieser Runde Let's Win Harder auf seiner Gearing, Memestulle auf seiner Salem und Eternal Titan auf seiner Monty. Wir starten gleich rein. Die Jungs sind auf dem Weg zum C-Cap und haben als erstes mal geplant, hier einen kleinen Smoke zu legen, damit die Salem hier erstmal gemütlich wirken kann. Wichtig wird hier sein, dass die Gearing auch ein Spotting zur Verfügung stellt, damit man auch Schiffe sieht, die man farmen kann. Die Salem legt auch gleich los mit einer gemütlichen Runde im Farming-Simulator. Hat hier genügend Auswahl. Eine Ibuki, eine Main, ein Kurfürst. Aber der kleine Spielverderber ist auch schon auf dem Weg. Ihr seht es auf der Minimap. Die Worcester ist am Start und wie ihr wisst, der hat 9 Kilometer Radar und das zieht er auch gleich, um hier den guten Stulle aus seinem Smoke rauszudrücken. Das hat ihm mit Sicherheit gar nicht gefallen und auch die Minotaur fand es nicht so super, weil der darf nach gut 2 Minuten auch schon nach Hause gehen und zwar in den Hafen zurück. Aber für hier die Salem ist es ganz gut, weil er wurde nicht gefokust, heißt, er kann in Deckung fahren. Da kam auch noch eine Salbe von der Main, die war relativ knapp, die hat er wieder ausgezeichnet gedodged. Und jetzt wird sich umpositioniert hinter den Berg und da weiter gefarmt. Worcester hat aber vom Positioning her ein kleines Problem. Der hat vor sich eine Monty sitzen, die ihm frontal vorne reinschießen kann. Ich glaube, da gibt es gemütlichere Positionen als Worcester. Und wir sehen jetzt auch hier einen GK, der hier reinpusht. Und da wird die Salem aufpassen müssen. Weil wenn der hier seine Türme dreht und sagt, oh, auf eine Salem, da habe ich Bock. Oder wie auch andere sagen würden, Spock. Dann wird das hier eine kritische Angelegenheit. Aber die Salem legt ja gleich los mit AP auf die Broadside, um hier schön auf die Aufbauten guten Damage zu bekommen. Und man sieht auch, der Damage steigt und steigt. Was ich hier ein bisschen merkwürdig finde, ist, den GK scheint es nicht zu jucken, dass ihn gerade hier eine Salem for free farmt. Der dreht seine Türme nicht. Der ist, glaube ich, hier so ein bisschen auf die Monty. Und geschossen hat er bis jetzt auch noch nicht. Also sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Ich glaube, dass hier unsere Salem auch relativ verwirrt ist. Ja, Secondaries fliegen ein paar, aber gut, das ist nicht der Rede wert. Und jetzt hören auch die Secondaries auf zu schießen. Sehr, sehr verwirrend. Und ja, das scheint so ein bisschen GK for free zu sein. Ist auch mal eine entspannte Sache, wenn man hier sich ein BB komplett einverleiben kann, ohne Probleme. Kann ein bisschen sein Aiming trainieren. Auf die Breitseite, ein bisschen auf die Aufbauten. Gerne mal auf den A schießen, auf die Spitze. Also, volles Programm, ne? Immer schön draufhalten. Monty ist auch noch mit dabei, freut sich drüber, hat währenddessen auch die Worcester gelöscht. War absehbar. Das Positioning ist halt eher schwierig. Das ist dasselbe wie mit einer DM, wenn ihr da Nose-In steht. Dann habt ihr einfach keinen Spaß. Weil dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr da rausgeht. Ja, ihr seht auch, es kommen gute Salben raus. Na, da ist der Damage wirklich gut. Mit AP, mit den Improved Pan Angles macht er da guten Schaden auf so Schlachtschiffe. Man muss ja sagen, die Salem hat hier gut eingeparkt. Die Frage ist, wie schnell packt die hier auch wieder aus? Hat jetzt auch das Glück, dass die Main so fährt, dass sie ihn farmen kann. Ist auch angenehm. So stelle ich mir meine Salem-Runden auch vor. Du sitzt gemütlich hinter einem Berg und farmst erstmal und wirst auch teilweise von BBs nicht gepunished, die dich punishen können. Aber ja, das ist auch alles eine Frage des Positionings, muss man auch sagen. Man muss diese Situation auch erstmal für sich finden und ausnutzen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und man hat ja auch hier gute Arbeit geleistet, indem man die Worcester rausgenommen hat, den GK und damit halt das Spotting auf einen selber damit negiert hat. Wenn wir auf die Minimap schauen, Cap-Vorteil ist aktuell da. Sie haben das A und das C-Cap. Die Napoli fährt jetzt in die Mitte, um das B-Cap zu holen. Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, in so ein Crossfire reinzufahren, gerade im Early Game, wenn auf beiden Flanken noch Schiffe sind, dann wird es immer kritisch, wenn man da so ein bisschen in die Mitte fährt, ohne wirklich
auch teilweise Spotting zu haben wahrscheinlich. Und ja, da hilft nur eins, Smoke, aber der ist auch irgendwann weg. Des Weiteren haben wir hier noch Radar und ja, das könnte, glaube ich, mittelfristig etwas unangenehm ausgehen. Wenn wir die Salem beim Ausparken beobachten, schauen wir mal auf die Gearing. Die ist schon auf die andere Seite gefahren, treibt die ganze Meute so ein bisschen vor sich her, wird wahrscheinlich auch für die Salem gleich einen Smoke legen, damit der hinterherziehen kann. Die Napoli hat jetzt auch schon Spaß, weil da eine Schlieffen reinfährt und wird von Meister Montana auch weggemacht. So schnell kann es gehen. Der nächste, der sich auch wieder in den Hafen verabschiedet. Von der Schiffsanzahl sind wir gerade relativ ausgeglichen. 3 gegen 3, aber der Smoke ist jetzt auch nochmal richtig saftig für die Salem. Ja, da kann man nochmal gut Damage farmen. Die einzige Bedrohung, was so ein bisschen da ist, ist die Ibuki mit Torps. Aber der hat jetzt auch keine Torp-Range mehr. Und jetzt hat man 2 sehr leckere BBs, die man gemütlich abfarmen kann. Wir sind nach 12 Minuten bei 100k. Also da läuft es richtig, richtig fein aktuell. Und ja, die Gearing, muss man auch sagen, macht hier einen guten Job. Spottet. Man glaubt gar nicht, wie wichtig das Spotting bei sowas ist. Weil ohne Spotting geht halt hier auch nichts. Und dann wird auch schon im Chat geschrieben, ja, da ist die 300k Runde, ich komme. Mal schauen, ob er es schafft bis zum Ende. Viel HP ist noch da. Man darf auch nicht vergessen, die BBs haben noch Heal, also potenziell ist noch viel mehr HP da. Man hat jetzt sich das 3. Cap geholt, aber man sieht schon, auf der A-Seite fängt der Gegner jetzt an, rein zu pushen. Und das ist mit Sicherheit unangenehm. Hier schon den nächsten Brand auf die Rosaya, der leidet auch sehr, sehr mächtig. Auf der anderen Seite geht das nächste Schiff auf der Seite von Team Grün raus. Ja, sie machen jetzt langsam Druck auf der anderen Seite. Hier kiten sie jetzt weg. Und der Smoke wird auch langsam weniger für die Salem. Das heißt, er wird mittelfristig seinen Farm einstellen müssen. Die Torps sehen auch, die Main auch gar nicht so schlecht aus. Da könnte der ein oder andere auch connecten. Müssen wir mal abwarten. Jetzt zeigt sich auf der Minimap auch die Salem. Da wird gleich umgeswitcht und versucht mit AP nochmal ein bisschen Damage reinzukriegen. Wir sind bei knapp 140k, also es läuft aktuell gut. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen und der Gegner kommt. Ja, die warten nicht hier hinten gemütlich, bis das Game vorbei ist, sondern die pushen. Genauso wie die Salem. Jetzt drauf hätte, kommt auch mal noch mal eine Main-Salve. Ihr habt es im Augenblick gesehen. Da ist die Frage, wie die jetzt connected. Die muss man parallel auch noch dodgen. Da kommt die Salve. Glück gehabt. Die hat nicht den Schaden gemacht, den sie hätte machen können. Ja, und unsere Zelle muss sich hier erstmal zurückziehen. Versucht jetzt hier hinterm Berg dann for free die Salem zu farmen. Wäre halt auch ohne die Gearing nicht möglich. Ja, der hat ein gutes Positioning hier. Hat die Gegner rausgetrieben, spottet die Salem. Deswegen kann man hier for free erstmal gut was wegfarmen. Er kommt auch für die Gearing der Kampfspeer. Wohl verdient, wohl erarbeitet, muss man hier sagen an dieser Stelle. Die Monty schiebt jetzt auch hier in die Mitte, um ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Der hat es aus seiner Kite-Position auf der 9er, 10er Linie wieder hochgeschafft und versucht jetzt hier seine Guns ins Spiel zu bekommen. Auf der anderen Seite geht das nächste Schiff bei Team Grün raus und jetzt merkt man auch so langsam, jetzt gehen einem die Teammates aus. Jetzt wird es langsam etwas wild. Aber es stört hier unsere Salem nicht. Der farmt und farmt ganz gemütlich die andere Salem von Yoboy hier runter. Und wir sehen, es ist schon bei 180k. Der Damage steigt kontinuierlich. Da ist auch ein Brand, der noch tickt. Die 200k sind gar nicht mehr so weit. Und dann hat man schon 2/3 geschafft von seiner 300k Runde. Hier macht die Salem jetzt ein bisschen auf. Da wird gleich die Situation erkannt und auf AP umgewechselt, um diesen Move hier zu punishen.
Und die Frage ist, kommen die über den Berg? Die kommen über den Berg. Da kommt die Doppel-Sit und damit geht die Salem raus. Wir sind bei 200k und ihr seht, es sind noch 200k auf dem Feld. Also sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Und man hat jetzt auch wieder es geschafft, die Differenz zwischen Gegenspieler und Mitspieler etwas einzugrenzen. Und der aufmerksame Beobachter hat jetzt auch festgestellt, es wurden bis jetzt 4 Kills gemacht und die wurden nur von einer Divi gemacht. Also aktuell jeder Kill nur von unserer fleißigen Divi hier. Die Jungs wissen einfach, was sie tun und das sehr, sehr häufig. Jetzt hat man hier auch nochmal eine schöne Position, um auf die JB zu farmen, kriegt da ein paar Resets rein. Gar nicht so schlecht, ja, ein bisschen Damage noch zu machen obendrauf. Die Jungs werden jetzt auch so langsam ein bisschen eingekreist, muss man sagen, allgemein. Jetzt kommt von beiden Seiten der Druck. Die anderen sind auch schon wieder am Zurückdrehen, wollen wieder ihren Damage machen. Die Gasconde sieht jetzt auch nicht mehr so gut aus. Der wird es auch nicht mehr so lange machen, aber der geht das nächste Schlachtschiff bei Team Rot raus. Also man versucht hier immer wieder diese Kills, die anderen machen, auszugleichen, aber wenn das eigene Team wie Fliegen stirbt, dann ist es relativ schwierig. Jetzt haben wir hier was sehr, sehr Angenehmes. So wie ich meine Prests am liebsten habe, schön breit und unaufmerksam, dass man hier schön Damage mit AP reinziehen kann. Und ja, den kann man jetzt gemütlich farmen. Mit AP schön, Freude, Freude. Wir sind jetzt gut über die 2k drüber. Wir haben knapp 220. Und oh, da kommt nochmal ein Salve. Ich glaube, das war von der Main. Die kam schön durchs Deck durchgenudelt. Und da zieht es dann auch ein bisschen in der Leistengegend. War vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass sie hier nicht gelöscht wird. War auf jeden Fall eine knappe Kiste. Ist jetzt aber wieder zu. Ist erstmal safe. Aber wer in dieser Runde mit Sicherheit nicht safe ist, ist die Montana, weil die schmilzt gerade wie ein Eis in der Sonne, beziehungsweise ist jetzt auch schon raus. Und jetzt wird es langsam spannend. Jetzt haben wir ein wunderbares 3 gegen 6, also ein ziemlich ausgeglichenes Game, würde ich sagen. Und wenn wir auf den Damage Count schauen, heißt es aktuell 6 Kills für die Divi. Also die Jungs arbeiten hier wirklich auch noch zu später Stunde. Kleiner Funfact, dieses Video ist, glaube ich, um 3 Uhr, 4 Uhr nachts entstanden. Also auch zur WoWS Primetime. Und jetzt sehen wir hier eine Bart, die vor die Salem fährt. Aber ich glaube, der kann noch nicht auf die Salem schießen. Aber die Salem kann auf ihn schießen. Und da kommen dann die schönen Pams in die Spitze vorne rein. Ah, das zieht auch gar nicht so wenig. Hier schöne Salve, immer 5k. Und jetzt kommt der Unterstützer und das Großkaliber. Aber die Montana hat ihn vorher abgeholt. Aber Unterstützer ist richtig nice, wenn man den Häuschen drauf hat, weil jetzt ist der Reload verbessert. Und jetzt kann man hier richtig Damage rauspumpen. Jetzt wird es richtig fein. Und die Salem macht sich jetzt auf den Weg zum B-Cap. Wir haben jetzt die Minegumo, wir haben die Main, wir haben die Rosaya und die Ibuki noch im Gegnerteam. Mal schauen, wie die sich jetzt hier noch schlagen. Cap-technisch ist unsere Dreier-Divi auf jeden Fall in der Hinterhand. Aber wir sehen hier den Stulle schon auf dem Weg ins B-Cap, um da das Genannte zu blocken. Unsere Monty hat sich hier eine sehr stabile Position erarbeitet. Auch unsere Gearing, der Meister-Spotter, wie ich ihn nenne, sorgt hier immer für Licht und damit auch für genügend mögliche Shots, die die Jungs hier machen können. Wir sind jetzt bei der Salem bei knapp 250k, also da ist schon wirklich gut Damage reingegangen. Das ist jetzt schon keine Durchschnittsrunde mehr auf einer Salem, sondern jetzt wird es richtig knackig langsam. Die Main hat noch 45k, also da kommt man schon sehr nah an die 300k ran. Also wenn er den hier schön frühstücken kann,
dann wird das doch richtig fein. Aber wir haben ja auch hier noch eine Monty, die ein bisschen drauf schießen kann. Er muss aber auch aufpassen, ne? So eine Main, wenn der die Türme jetzt auf die Salem gedreht hat, dann könnte es sehr unangenehm werden, weil dann ist er nämlich freiwillig. Ja, da kommen die Salven von vorne auf die Spitze und dann ist unsere Salem hier weg. Das weiß er auch, positioniert sich deswegen so, dass er rechtzeitig schießen kann. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen erleichtert, weil die Salve ging auf die Monty. Damit weiß er, die Türme sind nicht gedreht und er kann hier for free die Main farmen. Und das macht er hier auch wieder wunderbar. Da kommen die Shots auf die Main und wir sehen wieder den Damage, der tickt und tickt. Wir sind jetzt bei 260, 270k. Also das macht hier richtig Laune mit der Salem. Und das auch noch zu später Stunde. Main beacht sich jetzt hier, wird von der Salem abgeholt und wir sind knapp bei 280k. 20k auf die 300k Runde. Also die Runde ist auf jeden Fall greifbar. Hier kommt jetzt nochmal ein Radar, weil die Salem gesagt hat, hey, ich bin spotted, ich habe hier geschossen. Das heißt, die Minegumo muss hier irgendwo in der Nähe sein. Also aufgepasst. Da wird die Rosaya nochmal gespottet. Der hat 30k drauf. Das würde sich genau ausgehen. Oder relativ genau ausgehen. Die Minegumo schießt hier nochmal auf die Monty, um hier vielleicht nochmal Damage rauszuholen. Ich glaube, dass die Monty in dem Fall die Türme nicht gedreht hatte auf die Minegumo. Deswegen konnte er hier gut nochmal auf die Monty farmen. Salem holt sich jetzt das Cap. Und des Weiteren wird er jetzt versuchen, sich auch noch mehr Damage zu holen auf das BB. Ja, da merkt man schon, der ist heiß, der will die 300k haben. Aber man sieht schon, die Rosaya, die schmilzt ganz gut. Da kommen auch nochmal Torps. Ah, könnte wild werden. Könnte knapp nicht reichen. Man muss jetzt aber auch sagen, die Divi in sich hat jetzt auch schon 9 Kills gemacht in dieser Runde. Das ist wahnsinnig wild. Oh, die Rosaya dreht jetzt breit. Ich glaube, der nimmt einen Torp mit. So ist es. Hat sich die Gearing nochmal einen Kill einverleibt. Und wenn wir jetzt sehen, die Punkte, man muss jetzt schauen, das ist ein bisschen buggy. Normalerweise laufen die Punkte jetzt gerade für Team Grün so gut. Und ja, sie holen sich den Sieg. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. War eine wahnsinnige Runde. Also man musste hier wirklich ein paar Gegner zur Seite räumen. Und 10 Kills in der Divi, das ist eine Hausnummer. Das passiert nicht in jedem Game. Schauen wir auf die Stats von der Salem. Wir haben knapp 280k, also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Runde, was den Damage angeht. Wir haben 4 Kills, leider ganz knapp den Kraken verpasst. Dafür aber das Großkaliber, den Unterstützer und damit auch wirklich nochmal gezeigt, wo hier der Hammer hängt. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Da sehen wir die Gearing Wahnsinnsrunde, knapp 3k Base mit dem Kampfspeer. Also der hat einen Bombenjob gemacht, gutes Spotting gegeben. Und dieses Spotting hat dann auch der Salem hier ein gutes Game ermöglicht. Ebenso die Montana, alle deutlich über 2k Base. War eine richtig schöne, solide und interessante Runde zum Anschauen. Wenn ihr auch solche Videos habt und sagt, hey, die würde ich gerne mal kommentiert von der Mütze haben, dann schickt sie mir gerne zu und wir werden uns die anschauen. Sollte natürlich eine sehr, sehr spannende, gute Runde sein. Ihr solltet ein bisschen Damage gemacht haben. Ihr solltet gute Base XP haben und dann schaue ich mir die Runde nochmal in Ruhe an. Dann seht ihr diese vielleicht demnächst hier auf meinem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback zum Video habt. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Die Mütze ist raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.